Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, von unserer Seite, von Lufthansa Cargo Seite, meine Damen und Herren. Enabling Global Business. Das ist ein bisschen das, wie wir uns verstehen als Lufthansa Cargo. Und deswegen ist das auch die allererste Chart meines kurzen Vortrags. Diese hellen Punkte, die symbolisieren die Spots, die Hotspots unseres Geschäftes. Überall da, wo Sie diese gelben Punkte sehen, da sind wir weltweit tätig. Da sind wir, wie man so schön neudeutsch sagt, dabei, Business zu enablen. Mit Ihnen als unseren Kunden, mit den Lieferanten, mit allen in der globalen Supply Chain. Und ich glaube, nichts symbolisiert besser, was unsere Herausforderung ist, jetzt und in Zukunft, nämlich tatsächlich nicht nur die Welt miteinander zu verbinden, sondern weltweites Geschäft und das Zusammenwachsen der Welt im positiven Sinne zu begleiten und unseren Teil zu der Ermöglichung beizutragen. Und es ist tatsächlich so, dass Luftfracht ein Herzstück unserer globalisierten Welt ist. Wenn Sie einmal auf die Grafiken schauen, die Sie hier sehen, stellen Sie fest, dass es insbesondere zwei Dinge gibt, für die Luftfracht einfach unverzichtbar ist. Das eine ist wachsender Welthandel. Wachsender Welthandel bedeutet immer, dass auch die entlegensten Teile der Welt miteinander verbunden werden. Und diese Verbindung ist einfach ohne Fliegen, ohne Air Cargo nicht möglich. Und das Zweite, was ebenso wichtig ist, ist, wir haben einen wachsenden technischen Fortschritt. Das bedeutet, dass technischer Fortschritt auch schnell in die ganze Welt gebracht werden muss. Und auch dafür wieder, wenn das Thema Geschwindigkeit ein entscheidendes ist, dann kommt immer Luftfracht ins Spiel. Denn es gibt kein Transportmedium, was schneller ist als Luftfracht. Und die Luftfracht ermöglicht erst weltweite Supply Chains, die praktisch tagesaktuell funktionieren. Die Geschwindigkeit ist, jedenfalls wenn es ums Geschäft geht, erfolgskritisch und erfolgsentscheidend. Sie sehen hier so ein paar typische Hypes in den letzten Jahren, die wir alle miterlebt haben. Das Lustigste vielleicht dieser Fidget Spinner. Innerhalb von ein paar Wochen, am Anfang wusste keiner, was das ist. Dann musste es jeder haben. Und ich brauche Ihnen das nicht besonders zu betonen. Natürlich sind wir die Dinger geflogen, so wie andere auch. Weil wie hätten wir sie denn sonst an den Mann und an die Frau bringen sollen? Wie hätten wir denn sonst die Nachfrage erfüllen sollen? Und natürlich ist es so, das ist ein Hype, der geht so schnell wieder, wie er gekommen ist, aber klar ist auch, wenn Sie darauf nicht eingestellt sind, wenn Sie nicht in der Lage sind, entsprechend zu reagieren, dann werden Sie im Geschäft im Zweifel das Nachsehen haben. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir alle erleben, durch die Beschleunigung der Kommunikation, durch die weiteren technischen Mittel, die führen jedenfalls alle zu einem, nämlich dazu, dass wir alle noch schneller reagieren müssen auf Veränderungen. Und das bedingt natürlich manchmal eine gewisse Atemlosigkeit, manchmal auch eine gewisse Unsicherheit. Und es ist sicher nicht einfach, da auch an der einen oder anderen Stelle die Übersicht nicht zu verlieren. Aber andererseits hat es auch keinen Sinn, davor die Augen zu verschließen. Die Entwicklung hat sich beschleunigt und Geschwindigkeit ist erfolgsentscheidend. Und durch was wird die Beschleunigung heute ermöglicht? Heute ist es ganz klar, technisch gesehen, die Digitalisierung. Vor etwas mehr als 500 Jahren war die entscheidende Beschleunigung der Welt, der Eintritt in die Neuzeit, war die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Also der Möglichkeit, billig Informationen über die ganze Welt zu verbreiten, das war damals der entscheidende Enabler, um das hinzukriegen. Deutliche Beschleunigung der Welt, Teilung des Wissens, der Beginn der modernen Welt, wie wir sie heute kennen. Und heute ist es so, dass Digitalisierung das ist, was damals der Buchdruck war. Und jawohl, Sie sehen hier einige der Punkte, natürlich gibt es da viele mehr. Die vollständige Vernetzung, die gerade erst beginnt und die auch nur eine Frage ist von Verfügbarkeit der Bandbreite und der Kosten, die sowas ermöglicht, und der Frage,
wie eigentlich kann ich das vernünftig in Systemen auswerten. Aber technisch, das ist im Prinzip alles längst möglich. Die Kommunikation in einer entsprechenden Geschwindigkeit, Sie haben sicher in den letzten Tagen die Kommunikation von Google zum Quantencomputer gelesen. Ob das jetzt schon funktioniert oder nicht, spielt keine Rolle, aber die Physiker sind skeptisch. Ich sehe das, ich weiß, ich habe dich da immer im Auge. Wenn so Meldungen, frage ich immer ihn. Er ist Astrophysiker, der weiß das. Ja. Also von daher gesehen, ja, aber es geht natürlich in diese Richtung. Und das, was wir alle erlebt haben, nämlich die entscheidende Revolution von Wissen als ein rares Gut, was man besorgen kann, hinzu, Wissen um uns herum ist jederzeit verfügbar und ich werde davon erschlagen. Ich muss einen Weg finden, wie ich das richtige Wissen auswähle. Das ist noch nicht sehr lange her. Sie leben schon damit. Und natürlich, klar, künstliche Intelligenz, also Systeme, die aufgrund eigener Algorithmen entscheiden können. Das alles verändert unsere Welt und deswegen ist auch bei uns, um über die Lufthansa Cargo zu sprechen, das Thema Digitalisierung strategisch im Kernfokus. Und das, was wir uns da abstrakt überlegt haben, wie wir das Thema angehen, was wir tun, ich glaube, das findet sich in ganz vielen Unternehmen und ist eine Herausforderung, die sich für alle stellen. Klar, wir müssen unsere eigenen tradierten Prozesse entsprechend automatisieren. Jawohl, wir brauchen eine Verbesserung, wenn es um die Schnittstelle zum Kunden geht, und wir brauchen eine viel engere Verbindung, gerade auch in unserer Industrie, wo die zum Teil sicherlich noch auf technischen Errungenschaften der 60er Jahre basiert und noch nicht so zukunftsgerichtet ist. Und sicher, wir müssen uns über die Entwicklung neuer Geschäftsfelder unterhalten. Aber gerade letztlich ein Berater da gehabt, der einen Vortrag gehalten hat, gesagt, es gibt im Moment keinen CEO, mit dem er redet, der nicht über das Thema spricht. Das stimmt, ich bestätige sein Vorurteil, Sie sehen, ich tue es auch. Aber ganz klar, darum geht es für alle. Und wir werden all diese 3 strategischen Punkte nur erreichen, wenn wir 2 Dinge ebenfalls grundsätzlich sozusagen in dem Fall als Enabler, um dieses Wort nochmal zu benutzen, im Auge behalten. Erstens, wir müssen unsere Systeme und Technologien erneuern. Und das ist für uns alle, wenn man solche uralt EDV-Systeme ablösen muss, alle kennen die Herausforderungen, die dahinter stecken. Das ist nämlich leicht gesagt und sehr schwer getan. Außerdem ist das Scheiternsrisiko groß. Und natürlich, wir werden alle Schritt für Schritt uns stärker in dieser digitalen Kultur einfinden müssen. Und ich will jetzt hier nur, ohne darauf zu viel einzugehen, ein paar Beispiele aus der Lufthansa-Cargo-Welt nennen, wo wir dran sind. Planungs- und Steuerungssystem in unserem großen Hub in Frankfurt. ICAP, unser Steuerungssystem für das Handling weltweit, das haben wir erfolgreich abgelöst und damit unser uraltes Legacy-System Mosaic aus den 80er Jahren vergessen gemacht. Wir arbeiten aber auch an einem Thema, wie wir mit Unterstützung der entsprechenden Algorithmen Preise automatisch im Spotmarkt generieren können. Ganz wichtig die Frage, alles nicht einfach, aber wichtig. Natürlich arbeiten wir auch daran, uns mit unseren größten Kunden zu verbinden, denn es wird so sein, dass zumindest für einfache Vorgänge zukünftig Maschinen miteinander reden und die Menschen sich auf die Dinge konzentrieren können, die für unsere Kunden im Service wirklich wichtig sind. Und natürlich, ohne die Digitalisierung in den Informationen, IRW-Bill, aber auch weitere Dokumente, die da dranhängen. Ohne das werden wir in der Zukunft nie ankommen. Das hilft alles nichts. Diese Schnittstelle zum Papier müssen wir beseitigen. Das ist schwierig, das weltweit zu erreichen. Wir arbeiten Schritt für Schritt dran. Wir haben dieser Tage zum ersten Mal die Schallmauer von 50% IRW-Bills überschritten. Ja? Und wir arbeiten auch sehr hart an der Digitalisierung der weiteren Dokumente, die einfach als frachtbegleitende Dokumente nötig sind. Und erst dann, wenn das vollständig gelingt, wenn wir Information und Frachtstrom trennen können, da beginnen wir hier in unserer Industrie auch im 21. Jahrhundert anzukommen. Und jawohl, Logistic Data Cloud, stellen Sie sich nur vor, wir würden es tatsächlich schaffen. Vielleicht nicht eine weltweit, vielleicht werden es ja 3, 4, 5 große. Stellen Sie sich vor, die Daten sind wirklich an einer Stelle einheitlich abgelegt und jeder, der in der Transport- und Leistungskette ist, könnte immer wieder darauf zugreifen, sie aktualisieren. Stellen Sie sich nur vor, welche Qualitäts- und Kostenvorteile wir da erreichen könnten. Jawohl, das ist alles noch ein weiter Weg, aber ich glaube,
Wir müssen das im Auge haben. Und ich glaube, was besonders wichtig ist, wir müssen zusammen miteinander darüber sprechen und da weiterkommen. Weil wenn jeder in eine verschiedene Richtung läuft, dann gibt es nun mal keine Cloud oder es gibt dann viele 100.000 Clouds und die werden dann ihren Zweck wieder nicht erfüllen. Dann sind sie nur auf einer anderen Form des Miteinandersprechens, wie wir es heute noch etwas antik im Messaging tun. Ich glaube, es ist hier sehr wichtig, dass wir Dinge gemeinsam entwickeln, uns gemeinsam auch auf Standards verständigen und dann gemeinsam unsere Industrie voranbringen. Und jawohl, auch bei neuen Geschäftsmodellen gibt es Überlegungen von allen, auch von Lufthansa Cargo, und die reichen von Start-ups, die sich im Moment in der Plattformökonomie entwickeln, bis hin zu dem immer stärker sich entwickelnden E-Commerce-Business. All das, jawohl, wir haben darüber gesprochen, man braucht die richtige Infrastruktur, man muss sie auch einführen und es ist auch teuer und es ist auch notwendig und wir werden es nicht ohne die Menschen tun können, denn am Ende sind es unsere Mitarbeiter, die den Erfolg der Firma prägen. Alles in allem, das ist, glaube ich, klar und jedem ist das klar. Sowohl in Globalisierung, Deutschland, das wissen wir alle, ist einer der ganz großen Globalisierungsgewinner der letzten 2 Dekaden, als auch in Digitalisierung stecken Riesenchancen. Aber ich glaube, wir sollten unsere Augen nicht davor verschließen, dass auch große Herausforderungen zu bewältigen sind. Und das, was im Moment passiert, der in Teilen enorme Wohlstandsgewinn, der durch Globalisierung und Digitalisierung passiert, dieser enorme Wohlstandsgewinn wird bedauerlicherweise viel zu ungleich verteilt. Und diese ungleiche Verteilung dieses enormen Wohlstandes, das führt im Moment zu viel mehr geopolitischen Krisen, als wir sie vorher hatten. Und es führt auch zu Spannungen in unserer ja doch so privilegierten und wohlhabenden Gesellschaften. Ich glaube, wir dürfen diesen Teil der Diskussion nicht vergessen. Auch wir übrigens nicht als Wirtschaft. Wir dürfen ihn nicht vergessen. Jawohl, wir müssen Global Business ermöglichen. Jawohl, wir müssen hier in die Zukunft schreiten, global, digital, aber wir dürfen unsere Verantwortung nicht vergessen. Und Verantwortung für andere Menschen, das ist vielleicht etwas zutiefst Analoges und das wird es auch bleiben. Und deswegen erlauben Sie mir, das hier zum Ende zu sagen, Unternehmen, und wir alle sind Bestandteil von großen Unternehmen, wir tragen die Verantwortung, diese Entwicklung positiv zu gestalten. Wir können nicht alles den Politikern überlassen, die am Ende auch nur das hören, was wir sagen oder die mit dem leben müssen, was wir schaffen auf der Wirtschaftsseite. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir alle selbst uns darüber auch immer im Klaren sind und nicht vergessen, dass nur eine vernünftige Verteilung, dass der Zugang von allen Menschen zu Chancen auf dieser Welt dazu führt, dass wir diesen Globus auch weiterhin positiv entwickeln können. Und nur das dazu führt, die Dinge vielleicht mit weniger Krisen zu entwickeln und mit weniger Risiken, als wir das im Moment tun.